Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht's um Dash. Dash ist eine weitere Kryptowährung, die ich euch vorstellen möchte, denn Dash ist auch nicht ganz unbekannt und auch nicht wirklich unwichtig. Es ist eine relativ moderne Kryptowährung, die versucht, alles besser zu machen, was man in anderen Kryptowährungen findet. Vor allem aber natürlich auch Ease of Use, das heißt, wie leicht man eine Kryptowährung verwenden kann, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Dash hat eigentlich in so ziemlich allen Bereichen versuchen sie irgendwas besser zu machen. Allerdings, manche Sachen haben sie halt leider nicht berücksichtigt. Fangen wir mal vorne an mit den Vorteilen. Und zwar, es gibt eine sogenannte Private Send Option. Diese Private Send Option ist ähnlich wie das, was es in Monero gibt. Monero gibt. Man kann tatsächlich sagen, ich möchte, dass niemand weiß, wer diese Coins verschickt hat. Das heißt, ähnlich wie die Ringsignaturen in Monero. Man hat außerdem eine Instant Send Option, so dass das Ganze genauso schnell ausgeführt wird wie bei Ripple. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr schnelles System, was es tatsächlich auch zu einem ernsthaften Konkurrenten zu Ripple macht. Oder eben auch dann zu Visa, wenn man eben tatsächlich mit Kreditkarten zum Beispiel bezahlen möchte. Da ist natürlich so ein Instant Send auch extrem wichtig. Denn ich möchte natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, dann möchte ich nicht irgendwie 5 Minuten am Schalter warten müssen, bis dann tatsächlich meine Überweisung endlich mal angekommen ist. Und die Kassierer haben dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt Lust drauf. Das heißt, ja, es gibt tatsächlich sowas Ähnliches wie Kreditkarten für Dash und das muss ich sagen, ist eine starke Neuerung. Das ist tatsächlich mal interessant. Und man hat zusätzlich noch sogenannte Masternodes, auf die ich jetzt gar nicht genau eingehen möchte. Diese Masternodes, die sind tatsächlich, also man kann eine Masternode eröffnen, wenn man 1000 oder mehr Dash hat. Zumindest war das mal so. Ich weiß gar nicht, wo mittlerweile das Limit liegt. Ich glaube, es ist immer noch bei 1000. Und dann kann man einen Masternode eröffnen. Das ist natürlich erstmal unfassbar teuer, aber hat auch seine Vorteile für diejenigen, die einen Masternode erstellen. Zunächst einmal muss man aber auch wissen, Proof of Work ist angesagt bei Dash. Und zwar sogar mit ASIC-Minern. Das heißt, Dash ist für die Umwelt eine Katastrophe und wenn ihr selber minen wollt, auch eine Katastrophe. Macht das nicht. Das geht gar nicht mehr. Weil die machen im Endeffekt genau dasselbe, was Bitcoin gemacht hat an Fehlern. Da muss ich sagen, wenn ihr alles besser machen wollt, dann macht doch auch das besser. Und bei neuen Blocks, die erstellt werden, werden Coins aufgeteilt. Es werden nicht einfach alle Coins an denjenigen übertragen, der den Block findet, sondern es gehen 10% der erschaffenen Coins immer an die Entwickler, damit sie Geld haben für die Weiterentwicklung von Dash. Das ist relativ kontrovers und auch nicht unbedingt gut, aber auf der anderen Seite kann man so sagen, hey, da steht auch wirklich ein Entwicklerteam hinten dran, was dann natürlich auch wirklich für die Weiterentwicklung Geld hat und dann auch wirklich dran arbeiten kann. Also eigentlich alles in allem nicht unbedingt ein negativer Punkt, vielleicht sogar ein positiver Punkt, das ist Geschmackssache. Ich habe es jetzt hier mal auf die negative Seite getan. Für die Leute, die meinen wollen, natürlich einen Schlag ins Gesicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eben auch nur 45% an die Masternodes übertragen werden und nur 45% an die Miner übertragen werden. Die Masternodes sind aber dafür an einigen Entscheidungen beteiligt, sozusagen im Endeffekt wie Aktienhalter oder Mitspracherechthaber in großen Firmen, könnte man so sagen. Denn es werden bei den Masternodes Entscheidungen getroffen, wie eben zum Beispiel Protokolländerungen oder eben auch neue Blöcke werden überprüft von den Masternodes. Sie haben schon einen wichtigen Bestandteil, was die da eigentlich alles machen müssen und machen können. Das heißt, weiß nicht, ob 45% wirklich nötig wären, aber auf jeden Fall haben sie durchaus was an den neuen Coins zu verdienen. Problem dabei ist natürlich, niemand weiß, wer diese Masternodes sind und wenn immer 10% der neuen Coins an die Entwickler gehen, naja, dann haben die Entwickler natürlich auch ordentlich Kohle und können dann vielleicht auch tatsächlich, also natürlich wird wahrscheinlich jeder der Entwickler seinen eigenen Masternode haben, man weiß nicht mal, wie viele Masternodes es dann bei den Entwicklern gibt und manche mutmaßen, dass diese Masternodes komplett von den von den Entwicklern besessen werden, was natürlich doof wäre für das Protokoll, denn dann hätten die Entwickler einfach die komplette Hoheit und das ist natürlich doof für eine dezentrale Währung. Wir wollen ja, dass alles von der Community abhängt und dass nichts im Endeffekt unbekannt ist, was man bei Masternodes leider nicht so sagen kann. Und eine weitere Kritik, die ich gefunden habe, ist natürlich Private Send ist nur mehr oder weniger ein Mixing. Das heißt etwas, was eigentlich nicht wirklich die Privatsphäre verbessert. Mixing hat sogar Bitcoin eigentlich dabei. Das heißt, macht Dash wirklich was besser als Bitcoin? Manche sagen ja, manche sagen nein. Es ist so halb-halb. Und ich finde Dash eigentlich eine nicht so uninteressante Währung. Allerdings hat es natürlich
deutliche Probleme, wie wir hier auch sehen können. Das heißt, das ist so ein bisschen mit Zwiespalt zu betrachten. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.